LucasArts Entertainment Company. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. All right, Jones, how you gonna find that statue and all this junk? Moin moin Leute und ein ganz liebes herzlich willkommen danach auch von mir, nachdem wir gerade schon von dem furiosen Auftritt von Indiana Jones überrascht worden sind, der hier auf diesen Dachboden irgendwie sich raufgeschwungen hat aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil er es kann. It's a copy of an Egyptian statue of Horus. Und uns hier einiges Marcus still thinks this chest belonged to Columbus. über die Dinge erzählen kann, die wir hier finden. Und das ist schon die erste große Besonderheit in diesem, ihr seht's, wieder ein Retro-Game. Ich bin mir gar nicht genau sicher, von wann, irgendwie frühe 90er oder so muss das gewesen sein, das aber eine Sprachausgabe hat. Die ist jetzt so von der Bitrate und allem her qualitativ nicht besonders hochwertig, aber sie ist vorhanden. Und da stellt an mich den großen Anspruch, dass ich da nicht reinquatsche. Und an euch den Anspruch, dass ihr euch ein bisschen darauf einlasst, dass es ein bisschen rauscht und flimmert und so. Vielleicht könnt ihr das genießen wie den Charme einer alten Langspielplatte, die ja dann auch mal so ein bisschen rauscht und schnarrt und fiebt und so und mal hängen bleibt. Wir steuern also Indiana Jones und es ist für mich an der Zeit, dieses Spiel mal wieder zu spielen. Ich spiele es einmal im Jahr. Poor Marcus. He thought this was a Maasai warrior. Mindestens durch, weil es für mich ein Teil Kindheit ist und ein Teil Heimat tatsächlich. Und ich dachte mir, warum das nicht mit euch zusammen durchspielen? Hoppla. Uff. Und wir beginnen mit diesem kleinen Prolog, mit diesem tutorialartigen Einstieg, in dem Indiana Jones ordentlich auf die 12 bekommt. Einfach von der bauroden Umgebung hier im Barnett College, also der Einrichtung, wo er auch unterrichtet. Ich weiß gar nicht, wo das hier zeitlich einzuordnen ist, was die Filme angeht. Ich weiß auch The nicht. label says unidentified potsherds. Ich weiß auch nicht, ob es kanonisch überhaupt ist, was wir hier erleben werden. Marcus thought potlatch Indians carved this. Looks like a movie prop to me. Aber sollte mich jemals jemand fragen? It's from the Shamet collection. Very sharp. Dann werde ich, glaube ich, immer dafür halten, dass dieses Spiel wesentlich besser ist als der tatsächliche 4. Teil, der vor ein paar Jahren verfilmt worden ist. Über den ich nichts sonst mehr sagen werde. Ich selbst habe dieses Spiel kennengelernt. Och, da war ich weiß gar nicht, 3 oder 4. Ich weiß noch, dass ich in den Kindergarten ging und dann immer mit den Kindergärtnerinnen auf die Suche nach Atlantis gehen wollte, die das ein bisschen befremdlich fanden. Damals waren Computerspiele ja noch unüblicher als heutzutage. Also jetzt hat sich das ja schon irgendwie als eine Kulturform für die meisten Menschen in unserem Land etabliert, aber damals war das noch nicht so. Und das ist wieder ein Spiel, das ich durch meinen Vater kennengelernt habe. Der hatte damals die Mac-Version. Ich weiß gar nicht, ob die auch mit Sprachausgabe war, aber sie war auf jeden Fall auf Englisch. These books don't look familiar. Uh-oh. Ja, Leute, geht nie in Bibliotheken. Lesen ist ungesund. Und ich hoffe, dass das Englisch hier uns keine Probleme machen wird. Ich glaube, ich könnte das Spiel inzwischen auch auf Arabisch spielen, weil ich ziemlich genau weiß, was wann vorkommt. Aber ihr vielleicht nicht. Und falls es euch stört, dass es auf Englisch ist, dann postet mir das gerne in die Kommentare. Dann versuche ich da eine Lösung für zu finden, dass ich hin und wieder Dinge mal übersetze oder zusammenfasse, die besonders wichtig sind. Guck mal, kleine Katzenfiguren hier. Possibly an ancient Mesopotamian cat god. Ja, natürlich. Alles kommt aus Mesopotamien. Oh! Ja. Entschuldigt, Leute, ich vergesse immer, welche Katze das ist. und dann erschrecke ich mich scheußlich. Und ich glaube, das ist so ein Pinguin-Ding. Denn Vögel und Katzen, meistens keine guten Freunde. Es gibt Ausnahmen. So. It's hot. Klar ist das heiß, wenn das ganze Haus hier von unten beheizt wird.
So, I'll be. Here's what I've been searching for. Strange looking thing. I wonder where Marcus picked it up. ja, nicht nur wo er es her hat, sondern auch warum er das hier unten in diesen Heizkeller reingetan hat. Das ist ja ein bisschen seltsam. Aber er ist ja manchmal auch ein bisschen verwirrt, der Marcus Brody, ne? Kennt man nun aus den Filmen auch genügend. Spricht hier jemand Altgriechisch? Nein, danke, gute Frau, heute kein Huhn. Versteht mich hier irgendjemand? Naja, so ist er. Ich mag ihn. Hier übrigens rechts im Bild. I'm back. Indy? You don't look at all well, Dr. Jones. Exploring our collections can be dangerous, Mr. What was your name again? Smith. Tell me, did you find a lock to match my key? You bet I did. Take a look. What are you waiting for? Let's open it. Why not? It's an obvious fake. You may think so, Doctor, but I believe we are opening a new chapter in history. My word, Indy, a small metal bead. Jewelry, perhaps? I still think it's a fake. Then you won't mind if I take it. Ho, ho. Really, Mr. Smith? Stand back, gentlemen. I hope you've got a getaway car waiting. You'll need one. What is face? He got away. But we got his coat, Marcus. Hey, what's this? Klaus Kerner, huh? Good Lord, Indy, the man's some sort of agent from the Third Reich. Oh, das ist Düsseldorf. What is the spy one with the Buddhist statue? I lied, Marcus. I don't think it's a phony. I can't place the style, but it's old. Look what else our friend was carrying. An old copy of National Archaeology. And there you are in Iceland. Yeah, field supervisor for the Jastro expedition. My first real job. Who's the woman? Sophia Hapgood. She was my assistant, a spoiled rich kid from Boston, rebelling against her family. Where is she now? She gave up archaeology to become a psychic. How odd. You can say that again. Indy, Kerner found you. What if he finds her? We should warn the woman. You're right. I want to know more about that statue. You know, Marcus, the coldest year of my life was the one I spent in Iceland with Sophia. Tja, getrennte Zelte können da... Na, ist ja egal. So, wir fahren da auch sofort hin. Oder fliegen oder was. Weil wir doch ein bisschen mehr Gentlemen sind, als wir im ersten Moment vermuten könnten. Und wir sind in New York. Und wir haben hier unten unser gewohntes LucasArts Point-and-Click-Adventure Interface jetzt bekommen. Das heißt, das Spiel wird ein bisschen komplexer. Und wir sehen jetzt schon, sie hat hier heute Abend eine Show. Müssen wir mal nachfragen, ob wir vielleicht noch eine Karte kriegen. Hello there. The show's sold out, sir. Oh, aber. Now wait. No seats, no standing room, no exception. Das tut mir leid, da kann ich leider gar nichts für Sie tun. Ja, ich mag ja solche Leute, ne? Na gut. Worauf ich auch hinweisen möchte, bevor wir uns jetzt hier doch irgendwie in diesen Gebäudekomplex da reinschleichen, ist, dass dieses Spiel sehr, sehr gekonnt mit verschiedenen musikalischen Motiven arbeitet. Wie wir das zuerst in unserem Kulturkreis eigentlich so richtig durchgeführt von Richard Wagner kennen, gibt es auch hier so eine Art Leitmotive, die uns immer wieder begegnen werden. Also natürlich dieses Pam Padam Pam für Indiana Jones. Oder dieses Pam Pam
für Atlantis, beziehungsweise etwas, was wir noch später kennenlernen werden im Detail. Oder die coole Musik, die Agenten aus dem Dritten Reich dann bekommen. Ja, und so Sachen. Also achtet da gerne ein bisschen drauf. Ich werde auch die Ingame-Musik mal nicht zu leise machen. Und ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir jetzt hier reinkommen. Entweder wir schlawinern uns hier durch die Kisten durch und klettern die Feuerleiter hier hoch. Oder aber wir versuchen es mal mit unserem Charme und unserer Überredungskunst bei der freundlichen Dame hier am Hintereingang. It's unlocked. Oh. What do you want, pal? This ain't no ticket office. Nicht ganz die Art freundliche Dame, die ich erwartet hatte. Wir könnten ihn beleidigen, aber vielleicht versuchen wir es erstmal. I'm here to enjoy Madam's outrageous orations. This ain't that kind of show. Sophisterei, ja, also die Sophisten, das war ja auch eine mehr oder weniger philosophische, eigentlich rhetorische Richtung der ollen Griechen. Das waren Leute, die konnten wahnsinnig gut überzeugen, und zwar egal von was. So eine richtige Ethik des Redners, die hat für unseren Kulturkreis, glaube ich, Cicero groß gemacht, obwohl es da Vordenker für ihn gab, er hat das nicht erfunden. Oh, of course not. Madame Sophia is a serious thinker. Don't kid around, pal. You're talking about my idol. Oha. Hoffentlich schreibt er ihr nicht heimlich Liebesbriefe mit schlecht gereimten Gedichten. No kidding. I think she's the greatest. Me too. There's something about her. Ich vermute, er würde nicht verstehen, dass das Gehirn heißt und das eigentlich was Gutes ist. Wir sagen mal, dass sie sehr Yeah, smart she's ist. very smart. Smart, I'll say. You know what I really like? It's the way she... Wie sie den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Nee, wie sie komplizierte Dinge so einfach The way she makes things easy to understand. That's it. All that smart stuff seems so easy when I'm listening to her. Say, you're okay for a college boy. Come on in. Wie nett von ihm. Woran hat er allerdings erkannt, dass wir, naja, vielleicht tragen wir irgendwie einen typischen Tweedanzug oder irgendwie sowas. Also hier steht jedenfalls schon Sophia, da ist das Publikum. Oh, scheint ja ein ausverkauftes Haus zu sein, hat die Dame vorne gar nicht mal gelogen. Da muss ich alles zurücknehmen. Hier läuft so eine Art Dia-Show, das gab es damals noch, Leute. Dia-Projektoren. Und hier ist ein Bühnenhintergrundarbeiter, nee, wie heißt das? Hier, alter Fuzzi. Excuse me. Aha! You must be the new doorman. About time they got rid of Biff. He was such a pushover. Nein, wir sind nicht so unhöflich. I want a reading with Miss Hapgood. Are you crazy? During the show? Write her a letter. Einen Brief hätten wir auch schreiben können vom Barnett College aus. Nee. Excuse me. Take it easy and watch the show. Here, my friends, is Atlantis, as it might have appeared in its heyday. Glorious, prosperous, socially and technically advanced. Beyond our wildest dreams. 5,000 years ago, while everyone else still wore animal skins, the mighty spirits of Atlantis dared to build a city where knowledge and power were united in true happiness. Centuries later, the famous philosopher Plato wrote about it. He placed Atlantis on a continent out in the deep ocean and described how it was divided into 3 circular parts, such as you see here. Isn't she something? She can go on for hours. Und was sie da gerade gesagt hat, hat tatsächlich einen realen historischen Hintergrund, nicht? Also bei Platon ist tatsächlich Atlantis beschrieben in einem komplett erhaltenen Dialog und einem fragmentarisch überlieferten, glaube ich. Und er benutzt diesen Atlantis-Mythos dafür, um seine eigene Staatsphilosophie beispielhaft auszudrücken. Die heutige
historisch-kritische Wissenschaft ist sich eigentlich darüber einig, dass das tatsächlich nur ein Mythos ist und Platon keine erhaltenen Erinnerungsfetzen irgendwelcher alten Kulturen tradiert, die er noch irgendwo gefunden hat. Andererseits, wer weiß? Excuse me. Shh. She's just coming to the exciting part. What befell this serene city? We may never know for sure. Was it the sea level slowly creeping higher, or the earth itself suddenly shifting? However it happened, panic must have gripped the citizens on that fateful day when proud Atlantis sank beneath the waves. Or perhaps it was a volcanic eruption, and something remains even now. On some questions, the great spirit who guides my thoughts, the all-seeing Nur-Ab-Sal, is silent. I've been through this 100 times. The woman never stops. Nicht allzu gut für uns, wenn sie nie aufhört zu reden. Nicht? Denn wir wollen ja mit ihr reden. Ja, das nehmen wir erstmal in die Hand. Hold on. Oh. She's still talking. Entschuldigung. Excuse me. Yeah, what now? Jetzt dürfen wir ein bisschen mehr mit ihm reden. You look tired. Wouldn't you like to call it a day? Nah, sooner or later I get to run the ghost out there. That's always a big moment. Okay. Er spricht also hier über diese Requisite hier. Excuse me. Yeah, what now? Aber das hätten wir doch lieber früher als später. Isn't there something you'd rather be doing? Like what? Show business is my whole life. Wir sind gebildete Leute. Wir fragen ihn, ob er nicht mal jemals liest. Don't you ever read? Sure, it's a hobby of mine. Aha. What if I give you something to read? I might take a look. Dann geben wir ihm einfach mal hier die Zeitung, die ich da gerade draußen gemobbt habe. Here. Well, the late edition. I wonder if the Dodgers won. Watch the lights while I find out, okay? So. Ja, jetzt könnten wir ja eigentlich mal... Hold on! Er ist noch da. I still got my eye on you. Ja. Ist gut. Dann bedienen wir uns ein bisschen des Bühnenzaubers. Und drücken den roten Knopf. Denn rote Knöpfe drücken macht immer Spaß. There it goes. And I still feel the presence of Atlantis through... May I present Nur-Ab-Sal, the great Atlantean god of... Deceit. Deceit. Thanks, Bindi. Indiana Jones? You've got some nerve. Go back, you big jack-o'-lantern. Oh, great. Good night, folks. Oh. Come on, mister. I've got a few words to mince with you. I'd say it's about time. Das klingt so, als ob wir lieber dringend noch eine Verabredung haben sollten. Oh, no! Looks like Kerner got here first. Stay put. No one here. Nor here either. Na, Kerner, du schmieriger Wurm. Dr. Uberman. Fantastic news. We found the treasure we seek. Man hat jetzt gehört, dass da ein anderer Sprecher, das Dr. Ubermann reingequatscht hat, ne? Das ist, That's the second time Kerner slipped away. erzähl ich gleich. What does a Nazi spy want with old statues? Have you seen the newspaper? Listen to this. Germans claim victory in worldwide race to smash the Uranian atom.
Chief Scientist Dr. Hans Ubermann announced his plan to harness new sources of energy for the Third Reich. So? Weil Fritz ja der Fluchtfahrer war und Dr. Ubermann aber einer unserer beiden Hauptantagonisten ist. Sounds like they're dreaming to me. Of course they are. That's why they're looking for the power of Atlantis. Be serious. I used to think you'd make a good scientist. Ja, aber sie hat ein paar krumme Dinger gedreht, ne? Wir werden das mal nur andeuten. Yet you never published a word about your finds. Artifacts such as archaeology has never seen. Die beste Antwort. You're lucky I don't have you arrested. So what if I kept a few pieces for myself? Look for a small coppery bead under those clippings in my desk. What do you know? Kerner missed the grand prize. What? My necklace. Watch closely. The bead is made of orichalcum, the mystery metal first mentioned by Plato. Now I'll place it in the medallion's mouth. Wow. Did you see that? Yeah, creepy. Is your electric bill paid up? That was Nur Sal. His spirit is close. Nur Sal, huh? I'm not interested in spiritual mumbo-jumbo. Suppose I gave this orichalcum business any credence, which I don't. Natürlich nicht. Wir sind ein kritischer Wissenschaftler und noch nie hat auf irgendeiner Karte irgendwo ein X irgendwie einen Schatz markiert oder so. Aber tatsächlich wissen wir nicht mal, wo diese Dinger herkommen. Denn am Stil kann man sie nicht zuordnen. Who knows where these beads really came from? Shh. I'm getting something. Nur Sal speaks. He bids us find the... What? Oh, a book, yes. The Lost Dialogue of Plato. Another fine myth. Ja. Also, es gibt eine gewisse Plausibilität dafür, dass uns möglicherweise Dialoge, also Platon hat ja seine Werke gerne in Dialogform verfasst, dass manche uns abhanden gekommen sind, einfach weil bei so alten Texten das hin und wieder passiert. Über 2000 Jahre immerhin sind die Dinger alt. Ja, aber wenn so jemand berühmt ist wie Platon das tatsächlich geschrieben hätte, dann hätten doch andere wohl später wenigstens darüber gesprochen, denen der Text vorlag, oder? If Plato wrote it, later authors would have reported it. What if the Nazis have already found a copy? You ever think of that? Sie bringt voll das Na-und-Argument. Ja, da ist natürlich Logik machtlos, wenn sie Na-und sagt. Why Iceland? Why not Florida, where it's warm? Maybe the Atlanteans didn't like tourists. Who's working there these days? Bjorn Heimdall, I believe. Maybe we should pay him a visit. What do you say? I thought you'd never ask. Ja, cool. Kommt sie jetzt also mit. Und wir buchen den nächsten Flieger direkt nach Island. Und da sind wir auch. Island. Karge, kalte Schönheit, wo die Leute Plattfische verbuddeln und Alkohol, damit man das dann überhaupt hinterher essen kann, ne? Und hier ist offenbar diese alte Ausgrabungsstätte. In die werden wir aber jetzt noch nicht reingehen. Das heben wir uns für die nächste Folge auf. Leute, ich danke euch ganz, ganz lieb und herzlich fürs Zugucken. Ich freue mich, dass ihr euch mit Indiana Jones und Sophia Hapgood und meiner Wenigkeit auf den Weg macht, Atlantis zu finden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen tollen Tag oder eine gute Nacht oder was auch immer gerade gut für euch ist. Tschüssi!